Heute erkläre ich dir alle Funktionen deines Rode Wireless Go 2. Es ist wirklich ein toller Funktransmitter mit herausragender Qualität für den Preis. Aber Geräte werden immer kleiner und haben immer weniger Knöpfe, was dazu führt, dass man sich viele Kombinationen merken muss, um bestimmte Operationen auszuführen. Dieses Video soll dir dabei helfen, in der Bedienung fit zu werden, und du kannst es dir immer wieder anschauen, sollte dir mal etwas entfallen. Als Hilfe findest du unten in der Beschreibung eine Kapitelauswahl, um schnell zu den einzelnen Funktionen zu springen. Gefällt dir das Video, lass gerne ein Like und ein Abo da, und hast du Fragen, immer rein in die Kommentare. Am Ende des Videos gibt es übrigens noch einen Link zu einem ausführlichen Test vom Wireless Go 2. Um das Wireless Go 2 System einzuschalten, hält man am Empfänger einfach den großen Power-Button ein paar Sekunden gedrückt. Macht man das ebenso bei den Transmittern, schalten auch diese ein und sollten sich automatisch nach einigen Sekunden mit dem Empfänger verbinden. Bei aktiver Verbindung leuchtet das blaue Pairing-Symbol am Transmitter kontinuierlich. Hat ein Transmitter einmal das Signal verloren, beginnt das Pairing-Symbol zu blinken. In diesem Fall drückt man den Pairing-Button am Empfänger für 3 Sekunden, um die Suche nach einem Transmitter zu starten, und am Transmitter selbst den Power-Button einmal. Möchtest du den Transmitter disconnecten, drücke einmal kurz den Pairing-Button, dann drücke nochmal, um den zu trennenden Transmitter auszuwählen, und dann halte den Button gedrückt, um den Disconnect auszuführen, bis die Verbindung unterbrochen ist. Das Display ist tendenziell selbsterklärend. Oben sieht man den Pegel, der entweder im Merged-Modus durch einen Balken dargestellt wird oder im Split-Modus durch 2. Man sieht den Gain-Level und ob die Transmitter verbunden sind, sowie ihren Status, insgesamt unspektakulär. Da man 2 Transmitter hat, ist es möglich, ein oder beide Transmitter abgemischt in Stereo oder beide gleichzeitig in jeweils einer Monospur aufzunehmen. Hält man nun am Empfänger DB und Pairing Buttons gleichzeitig gedrückt, wechselt man zwischen Split- und Merged-Modus. Denke daran, dass du deine Monospuren später wieder in eine Stereospur umwandelst, denn sonst hast du nur auf einer Seite Sound. Drückt man am Empfänger wiederholt den Pairing-Button, wählt man zuerst Kanal 1, dann 2 aus, und beim dritten Drücken verlässt man die Auswahl wieder. Der gewählte Kanal ist jeweils eingerahmt. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Transmitter tatsächlich verbunden sind. Den ausgewählten Kanal kann man nun mit einem Druck auf den DB-Button stumm oder scharf schalten. Das gleiche funktioniert natürlich auch bei den Sendern, indem man einfach den Power-Button einmal kurz drückt. Das ist nützlich, wenn der Sprechende einmal nicht gehört werden möchte. Hält man den DB-Button gedrückt, wird ein Pad aktiviert, der den Mikrofonpegel nochmals so weit absenkt, dass man selbst etwas lautere Quellen aufnehmen kann. Ist der Empfänger eingeschaltet, kann man mit einem kurzen Druck auf den Power-Button den Power-Save-Modus aktivieren. Dabei wird die Helligkeit vom Display nach einigen Sekunden automatisch reduziert. Zu erkennen ist dies an dem Lichtsymbol im Display. Um den Gain-Level zu justieren, drückt man jeweils einmal auf den dB-Button und schaltet so bei den Leveln 0 dB, minus 12 dB und minus 24 dB durch. Auf meinem Display siehst du, dass diese Angaben in Zahlen ausgedrückt sind, was im Auslieferungszustand nicht der Fall ist, aber wie das funktioniert, zeige ich dir gleich. Achte beim Auspegeln darauf, dass der Gain in deiner Kamera möglichst niedrig eingestellt ist und du lieber den Gain im Wireless Go richtig einstellst, um das bestmögliche Signal zu erhalten. Hat man sich die Rode Central Software auf der Hersteller-Website runtergeladen, stehen einem noch diverse Funktionen zur Verfügung. Erstmal möchte die Software jedoch ein Update durchführen, was wir natürlich total super finden. In der Software selbst findet man nun oben links die Wahlmöglichkeit für das Layout und die Möglichkeit, ein Ausgabegerät für Audiodateien zu wählen. Dies ist wichtig, wenn ich später Aufzeichnungen auf meinem Transmitter gegenhören möchte. Für den Notfall auch hier der obligatorische Factory Reset. Der Backlight-Button schaltet den Power Save Mode ein und aus, und mit dem Gain Mode kann man nun endlich zwischen Fein und Grob einstellen. Als Profis nutzen wir natürlich den Fine Mode, da wir nun explizit die Dezibel angezeigt bekommen und diese auch noch variabler einstellen können. Mit einem Klick auf Plus und Minus im Gain-Button sehen wir nun auch unsere eben gemachten Einstellungen. Auch hier können wir den Aufnahmemodus Merged und Split einstellen, sodass wir im Merged-Mode beide bzw. ein Signal als Stereospur gemischt erhalten und im Split-Mode jeweils ein Transmitter auf einer Spur aufgenommen wird. Ist man im Split-Mode unterwegs, sollten dann die jeweiligen Monospuren, wie gesagt, erst wieder in eine Stereospur umgewandelt werden. Der Safety Channel kann nur im Merged Mode betrieben werden, kann aber ein echter Lebensretter sein, denn ein Kanal der Summe wird dabei mit um 20 Dezibel reduziertem Signal aufgenommen. Ist die Aufnahme also mal übersteuert, kann man diese Spur immer noch verstärken und verwenden. Als letztes ist es noch möglich, den Power-Button entweder für das Backlight zu nutzen oder um einen Marker in der Soundspur zu setzen, damit man später beim Editing ein bisschen mehr Orientierung hat. Schließt man nun einen Transmitter an den PC an, hat man auch hier nützliche Einstellungen zur Verfügung. Das kleine Zahnrad oben links lässt einen in die Settings gelangen. Hier gewährt der erste Button die Wahl des Aufnahmemodus. Die Transmitter können nämlich nicht nur ein Signal senden, sondern auch interne Aufnahmen speichern. Ist der Button auf Off, wird das Audiosignal lediglich gesendet und nicht intern aufgezeichnet.
Der Modus Always beginnt, alles aufzuzeichnen, sobald man den Transmitter einschaltet und stoppt die Aufnahme erst mit dem Ausschalten. Dabei ist die Mute-Funktion nicht möglich und die Audiospur kann nur unkomprimiert aufgenommen werden. Als Field Recorder also schon mal eine gute Option. Der Modus Backup nimmt nur auf, wenn auch der Empfänger eingeschaltet ist. Hier ist auch der Compressed-Modus möglich. Der Pad-Button gewährt einem einen nochmal abgesenkten Pegel bei besonders lauten Quellen. Der Dim-Button lässt die LEDs weniger hell leuchten. So kann man im Video das Gerät etwas unauffälliger machen. Als letztes wäre dann noch der On-Off-Button, der sich bei einmaligem Druck mit den Funktionen Mute, Marker setzen oder ohne Funktion belegen lässt. Etwas weiter unten hat man die Wahl zwischen komprimierter und unkomprimierter Aufnahme. Unkomprimiert wird das WAV-File mit 48 kHz bei 24 Bit geschrieben und soll so bis zu 7 Stunden aufnehmen können, was ungefähr einer Batterieladung entspricht. Im komprimierten Modus sollen dann ganze 43 Stunden möglich sein. Eine echte Qualitätseinbuße konnte ich nicht feststellen und auch der Export der Audiodatei ist mit denselben Settings wie im Uncompressed-Modus möglich. Zur Linken findet man noch alle internen Aufnahmen. Diese können leider nicht einzeln gelöscht werden, sondern nur als Ganzes mit einem Klick auf die kleine Mülltonne. Ist der Speicher jedoch mal voll, werden die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben. Auch können die Aufnahmen nicht einfach kopiert, sondern müssen erst exportiert werden, was etwas schade ist, denn so kann man das Mikrofon nicht einfach als Datenträger am PC nutzen. Dafür hat man beim Export die Wahl zwischen WAV und MP3, wenigstens etwas. Links und rechts neben dem Play-Button kann man noch seine vorher gesetzten grünen Marker direkt anspringen. Und auch rot gefärbte, die Aussetzer im Signal markieren, werden berücksichtigt. Der Empfänger funktioniert übrigens auch als Soundcard am PC, wenn man ihn via USB direkt anschließt. So hat man dann ein Wireless-Mikrofon am Start. Zu beachten sei, dass dann der Gain jedoch nicht im Receiver eingestellt werden kann, sondern nur in der Software, die man zum Aufnehmen verwendet. Das war's erstmal. Ich hoffe, das Video hat dir einen guten Überblick verschafft oder dient dir in Zukunft als Gedächtnisstütze. Hast du noch Fragen, schreib sie gerne in die Kommentare und abonniere den Kanal, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.